Ein Grund, warum wir diese Ausstellung zeigen, ist sicher, dass die Frage, wie man Gewalt ausstellt, für ein historisches Museum ganz zentral ist. Diesen Rückgriff auf erste Ausstellungen, die unmittelbar nach 45 Gewalt zeigen, schien mir daher spannend, weil wir heute schon 'ne 80-jährige Diskussion darüber haben, wie geht man eigentlich damit um, diese Formen der Gewalt, die der nationalsozialistische deutsche Staat in ganz Europa angewendet hat, zu zeigen. Und insofern erschien mir die Möglichkeit, da zurückzugehen an den Anfang der Versuche, hochinteressant zu sein. Im Jahr 2020 hat der Bundestag beschlossen, dass es ein Zentrum geben soll, welches sich mit dem Zweiten Weltkrieg und der europäischen Besatzung durch Deutschland in dieser Zeit beschäftigen soll. Diese Ausstellung ist eine Kooperation, wo die Synergieeffekte zwischen dem DHM als ein Haus, was eine große Ausstellungserfahrung hat, und diesem noch ganz jungen Projekt eines Zentrums Zweiter Weltkrieg, deutsche Besatzung Europas genutzt werden. Was auch interessant ist, dass diese ersten Ausstellungen, die es gibt, in ganz verschiedenen Teilen Europas gezeigt worden sind, und das spiegeln wir auch in der Ausstellung. In Paris, in Warschau, in London, in Belsen, in Liberec. Man hätte auch noch andere Orte hinzuziehen können. Einige dieser Ausstellungen sind auch gewandert. Und man sieht, dass es nach 45 so einen Versuch gibt, in Europa dieses Erlebnis dieser fürchterlichen, neuartigen Gewalt, auch gegen Zivilisten, gegen Juden, Sinti und Roma, zu zeigen. Ich glaube, diese Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Reaktion auf die Gewalt hat für uns in der Gegenwart 'ne Dimension, die uns ermöglicht, neu zu reflektieren: Wie sollen wir eigentlich damit umgehen? Und dieser neue Versuch in Europa, wo wir sehen es täglich, Europa mehr und mehr vor die Frage gestellt wird, ob es sich als Europa definieren will. Umso stärker wird natürlich auch die Frage sein, ob es so was wie 'ne gemeinsame europäische Erinnerung gibt. Denn nur wenn man auch gemeinsam ein Wissen hat um die Geschichte, kann man auch gemeinsam darüber reflektieren, wie man erinnert und wie man entsprechend künftig handeln will. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen, die von Deutschland ausgingen, 39 bis 45, eine wichtige Rolle in der Gegenwart spielen, auch wenn es vielleicht ein bisschen verdeckt scheint durch aktuelle Krisen, Ukraine, Trump. Trotzdem, in dem Moment, wo man versucht, gemeinsam zu handeln, ist immer die Frage da, ja, vor welchem Hintergrund? Und da spielt in Europa immer noch die ganz große Rolle, was war zwischen 39 und 45, und genau da setzt diese Ausstellung an.